Hi, ich bin Ivan, Studienbotschafter der FHWS und studiere Architektur im 6. Semester. Mich haben ganz viele Fragen von euch erreicht, die ich jetzt gerne beantworten würde. Die wichtigste Fähigkeit für das Architekturstudium ist die Kreativität. Andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die zeichnerischen Fähigkeiten oder zum Beispiel die technischen Fähigkeiten, werden einem dann während dem Studium beigebracht. Schadet aber nie, wenn man schon ein grundlegendes Verständnis zum Beispiel von Mathe hat oder auch ein bisschen zeichnen kann. Zeichnen ist schon wichtig im Architekturstudium. Dieses bekommt man aber dann im Architekturstudium beigebracht und es ist keine Voraussetzung, gut zeichnen zu können, also im Voraus gut zeichnen zu können. Manche von uns lernen es auch nie, also manche von uns können auch nicht so richtig zeichnen, aber weil vieles am PC gemacht wird oder gezeichnet wird, ist es auch kein Hals- und Beinbruch, wenn man mit der Hand nicht so gut zeichnen kann. Das Architekturstudium besteht zum größten Teil aus praktischen Anwendungen, weil man viele Projekte hat, die man praktisch absolviert oder auch viele Exkursionen hat, in denen man sich dann Gebäude anschaut oder Gebäude abzeichnet. Aber auch am Anfang des Studiums muss man ein praktisches Baustellenpraktikum absolvieren oder auch ein Büropraktikum im 5. Semester. Ich würde sagen, man verbringt sehr viel Zeit auch außerhalb des Studiums oder außerhalb der Studienzeit mit der Materie Architektur, weil man ist von Architektur eigentlich die ganze Zeit umgeben, also von Gebäuden die ganze Zeit umgeben. Und auch sowas wie Projekte hat man eigentlich die ganze Zeit im Hinterkopf. Heißt, wenn man etwas sieht im Alltag, irgendein Fenster, was einem gefällt, denkt man gleich an sein Projekt und denkt, ob man dieses Fenster dann irgendwie in sein Projekt reinziehen könnte. Mir gefällt vor allem das kleine Semester, weil man dort ziemlich viele Leute auch kennenlernt, beziehungsweise sein ganzes Semester eigentlich am Ende auch kennt und man dort einen großen Zusammenhalt im Semester entwickelt. Außerdem ist das Studium sehr praktisch orientiert, also zum Vergleich zu anderen Studiengängen hat man weniger schriftliche Arbeiten, sondern viele Projektarbeiten. Eine größere Herausforderung fällt mir jetzt nicht ein, aber man hat ziemlich viele kleine Herausforderungen, weil jedes Projekt in sich auch eine Herausforderung darstellt oder jedes Projekt viele kleine Herausforderungen hat, die man dann mit den Professoren gemeinsam meistern muss, beziehungsweise alleine meistern muss. Heißt, es gibt manchmal ein Projekt, was einem dann schwerfällt und man lange überlegen muss, bis man die Antwort findet. Oder man hat ein Projekt, welches einem sehr leicht fällt und man kann da einfach durchmarschieren ohne Probleme. Ich glaube, die größte Faszination im Architekturstudium ist für mich das Bauen, obwohl ich jetzt noch nichts Großes gebaut habe. Man hat ziemlich viele kleine Sachen, die man baut, also es ist sehr praktisch. Und dieses Gefühl, dass man etwas erstmal zeichnet, also sehr ungenau zeichnet in einer Skizze, dann am Computer genauer zeichnet, dann 3D baut und am Ende dieses Gebautes oder dieses Geplantes gebaut wird und vor einem steht. Ich glaube, das ist so die größte Faszination, die ich habe. Ich sehne mich echt nach einem großen Gebäude, was man dann baut und wo man dann reingehen kann und sagen kann, okay, ich habe diese Linie gezeichnet oder ich habe diese Wand gezogen. Die 3 Worte, die mir sofort einfallen, sind less is more. Diese bekommt man von den Professoren auch in den ersten 2 Semestern oft zu hören, weil man dort noch relativ groß hinaus möchte. Man möchte groß bauen, aber im Laufe der Zeit erkennt man dann, okay, es ist nicht immer groß, groß ist nicht immer das Beste. Es kann auch einfach, es kann auch klein sein, aber dann kann es auch schön sein. Und das sind so die Wörter, die mir sofort eingefallen sind, wenn ich das Architekturstudium beschreiben müsste. So, das waren alle Fragen und falls es noch weitere Fragen gibt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare reinschreiben bzw. uns per Mail senden. Und man sieht sich dann bestimmt auch demnächst in der FH. Macht's gut!